und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch mal ein paar Ideen geben, wie ihr Tonleitern üben könnt, so dass es nicht ganz so eintönig ist und ihr trotzdem super gut dabei lernt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Tonleitern üben ist eine super gute Übung, wie bei jedem Instrument, so auch bei der Blockflöte. Und damit das nicht zu eintönig wird und ihr vielleicht richtig Lust habt, daran zu üben und damit auch die Zeit sehr schnell rumgeht beim Üben und ihr auch trotzdem viel gemacht habt, dazu sind meine Ideen heute gedacht, wie ihr die Tonleiter üben könnt. Ich habe jetzt mal als Beispiel die C-Dur-Tonleiter auf der Sopranblockflöte genommen. Ihr könnt das natürlich mit anderen Tonleitern auch so machen, mit anderen Tonarten oder auch mit schnellen Stellen in den Stücken, die ihr spielt. Und hier kommen jetzt meine 10 Vorschläge, wie ihr die Tonleiter zum Beispiel üben könnt. Der erste Vorschlag wäre, nehmt einzelne Ausschnitte daraus. Also übt immer zum Beispiel 4 Töne von der Tonleiter oder nehmt eine andere Anzahl, aber übt es in kleinen Stückchen. Das hilft euch einfach, dass ihr nochmal den Fokus legt auf die bestimmten Griffverbindungen, die in diesem kleinen Ausschnitt eine Rolle spielen. Und wenn da irgendwas hakt oder stolpert, könnt ihr nochmal genauer rauskriegen, woran liegt es, beziehungsweise könnt das nochmal gut trainieren. Das geht besser, als wenn ihr das Ganze rauf und runter rattert direkt. Diese selben Stückchen könnt ihr dann noch mal in 1000 Arten variieren. Ihr könnt zum Beispiel hin und zurück spielen. Das wäre dann auch mein zweiter Vorschlag. Mein dritter Vorschlag wäre, wenn ihr zum Beispiel jeden Ton 4-mal spielt, das habe ich ja schon mal in einem anderen Video als Idee gegeben, dass ihr jeden Ton 4-fach spielt als Training. Und danach macht ihr jeden Ton 3-mal, jeden 2-mal, jeden einmal. Das hat den Effekt, dass der Griffwechsel viel früher kommt. Der kommt immer früher, erst habt ihr 4 Schläglein lang Zeit und dann müsst ihr schneller wechseln. Das trainiert auch nochmal eure Geschwindigkeit. Dann könnt ihr mit einem Ausschnitt anfangen und immer eine Note mehr dazu nehmen, sodass es dann immer mehr Noten werden. Wäre mein Vorschlag Nummer 4. Vorschlag Nummer 5, probiert verschiedene Rhythmen zu spielen, also zum Beispiel punktiert oder umgekehrt punktiert, erst die kurze Note, dann die lange, das nennt man lombardisch punktiert. Oder variiert auch mal mit der Geschwindigkeit der Noten, wenn ihr mehrere nacheinander spielt, also eine etwas länger als die anderen. Da sind eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, ihr spielt es nicht alles gleich schnell oder gleich langsam.
Das ist hilfreich, weil ihr dann manche Griffwechsel langsam machen könnt und manche schnell machen müsst. Das heißt, der Fokus liegt dann immer auf so bestimmten Griffwechseln, die ihr vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen habt. Und das trainiert auch nochmal extra eure Fingersicherheit dabei. Vorschlag Nummer 6 wäre, mit Metronom zu üben. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wie viele Schläge mache ich pro Metronom ticken, beziehungsweise wie schnell stelle ich das Metronom ein. Aber dass ihr da auf jeden Fall variiert zwischen wirklich langsam und mittel und schnell. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ihr Geschwindigkeit trainiert, sondern dass ihr auch gezwungen seid, ganz gleichmäßig zu spielen. Und das ist natürlich super wichtig. Also, dass ihr nirgends wegrennt oder schleppt und dass das schön im Metrum ist. Vorschlag Nummer 7 wäre, Bindungen einzubauen, also Legato, Bindebögen, also wo ihr nicht jede Note mit Dü anstoßt, sondern nur jede zweite oder jede dritte oder jede vierte. Und das ist, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, super gut, um eure Griffverbindungen noch besser zu trainieren. Die müssen dann ganz exakt und sauber passieren, weil es sonst einen Glucksen gibt, so einen Zwischenton und es einfach nicht sauber klingt. Das heißt, beim Legato, bei den Bindungen, kommt immer ans Tageslicht, ob ihr sauber greift oder ob da noch was verbesserungswürdig ist. Vorschlag Nummer 8 wäre, übt mal auf dem Trockenen, so nenne ich das immer, also wie ein Fisch ohne Wasser, indem ihr alles ganz normal greift, aber nicht reinblast in die Flöte, sondern legt sie einfach ans Kinn und dann könnt ihr euch komplett nur auf die Griffe konzentrieren. Das heißt, ihr könnt aber auch nicht mit dem Gehör kontrollieren, ist das jetzt der richtige Griff, mache ich das jetzt richtig, ist das jetzt sauber? Ihr müsst das dann übers Fühlen machen. Vielleicht auch übers Gucken, aber ich denke vor allem dieses haptische, das Fühlen, wird dann noch ein bisschen besser trainiert. Idee Nummer 9 wäre, dass ihr wieder in Ausschnitten spielt und immer mit dem letzten Ton, mit dem ihr aufgehört habt, beim vorherigen Ausschnitt, wieder anfangt. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber das ist schwierig. Also das könnt ihr mal ausprobieren. Man kommt leicht durcheinander. Also man muss da wieder anfangen, diesen Ton wiederholen, den man als letzten hatte. Und das ist ganz schöne Denkarbeit und hilft aber auch wieder, sich sehr bewusst zu machen, welcher Griff kommt hier nach dem nächsten, nach dem vorherigen. Und last but not least, Vorschlag Nummer 10, wer hätte das gedacht? Super langsam spielen. Das ist wahrscheinlich für euch alle das Schwierigste, weil das sehr viel Geduld erfordert und auch nicht so, vielleicht nicht so einen Spaß macht, aber es ist sehr hilfreich, weil es eigentlich so ist, dass, ich sag mal, was man langsam nicht kann, kann man auch nicht schnell. So einfach ist es. Das Langsamspielen solltet ihr unbedingt auch machen und nicht vernachlässigen. Ja, ich denke, wenn ihr diese 10 Ideen umsetzt und ihr habt vielleicht noch 10 andere oder 30 andere dazu, dann ist schon relativ viel Zeit rum, wenn ihr Tonleitern übt. Und bevor ihr es merkt, habt ihr vielleicht schon eine Viertelstunde, 20 Minuten Tonleiter geübt, vielleicht sogar eine halbe. Und
war das Ganze eigentlich mühelos, weil ihr so konzentriert wart auf die 10 verschiedenen Arten, dass ihr gar nicht auf die Zeit geachtet habt und dass ihr es euch auch nicht langweilig wurde auf jeden Fall. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es euch nutzt oder ob ihr noch andere Vorschläge dazu habt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Gut, das reicht jetzt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!